Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und wir befinden uns heute auf dem internationalen Server 53. Ich hatte ja gesagt, ich werde ein kleines Video dazu machen, mal analysieren, was geht ab auf dem Server nach dem ersten Tag. Wir haben es jetzt hier kurz nach 0 Uhr. Ja, 1 Minute, ja, 2 Minuten nach. Das heißt, wir können direkt an die Spitze schauen, wer hier alles mit am Start ist und wie viele Leute hier überhaupt drauf spielen. Es sind 23.682 Spieler gestartet hier nach dem ersten Tag. Das ist relativ ansehnlich, würde ich mal sagen. Bei den letzten Serverstarts, die direkt nach W50 kamen, ich glaube, da waren es nicht mal halb so viele oder so. Auf jeden Fall, hat sich das schon wieder ein bisschen gebessert, denn die Serverstarts nach W50 waren ziemliche Flaute gewesen, war aber auch klar, weil jeder auf W50 starten will, dass die Server danach dann dementsprechend schwach sind. Und das scheint sich jetzt hier aber wieder zu bessern, zumindest von der Spieleranzahl her. Wir haben es jetzt hier nach dem ersten Tag, also jetzt quasi nach den kompletten Freitag, haben wir hier den ersten mit Stufe 34, der jetzt noch nicht großartig, gehe ich mal von aus, weitergespielt hat, hier 2 Minuten nach. Und wir sehen relativ gut gemischt tatsächlich das Ganze hier. Nicht nur Berserker oben, sondern auch Kundschafter und sogar ein paar Battle Mages, was mich natürlich auch persönlich sehr freut. Was mich aber auch gleichzeitig wundert, vielleicht payen die ein bisschen mehr als die anderen, weil eigentlich müssten theoretisch die Berserker ohne irgendwelche Widerrede oben stehen an der Spitze, durch ihre Fähigkeit einfach. Und ist aber cool auf jeden Fall. Freut mich, dass der Server hier doch so bunt gemischt ist tatsächlich. Und ich sehe gerade, wenn ihr zum Beispiel bei Zombie den Code nehmen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Würde ich euch sogar empfehlen, weil die Leute, also ich glaube Zombie, Neutral, ich glaube Mozone vielleicht auch, die haben YouTuber-Codes bekommen, die jeder YouTuber bekommt, wenn man halt auf dem Server aktiv spielt. So, ne? Ich spiele ja nicht auf dem Server aktiv, deswegen habe ich nur einen 200 Lucky Coins Code bekommen, so, ne? Aber ich habe mir so gedacht, besser als gar nichts. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr auf dem Server spielen solltet, dann lieber vorher einen von den Codes zu nehmen, bevor ihr dann auf meinen Code zurückgreift. Und trinken wir mal einen Trank hier. Ja, genau. Und deswegen, das ist auf jeden Fall dazu. Mal gucken, wie es bei den Gilden aussieht. Wir haben hier Pleasures auf Platz 1 hier momentan. Ich meine, gut, das sagt ja jetzt noch eigentlich so gar nichts aus hier irgendwie. Aber wir können mal schauen, ob wir hier irgendwelche bekannten Namen sehen, die mir jetzt sofort ins Auge springen. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Brazers springt mir sofort ins Auge. Ja, das ist ja wieder... Huch, ja. Crit Happens haben wir hier, aber es sind wahrscheinlich auch nicht die echten, denke ich mal. Ne? Deswegen mal schauen. Ich bin gespannt, was auf den Server abgeht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier auf dem Server spielt oder nicht. Ob euch der Server irgendwie tangiert oder ob der an euch vorbeizieht, so wie an mir. Ne? Wir gehen mal einfach in die Gilde rein hier. Mal schauen, wo sind wir jetzt hier drin gelandet. Hallöchen, guten Tag. Twitch Giveaway, ja, nice, nee, das ist cool. Was haben wir hier für Leute drin? Hat hier irgendjemand, wir sind in einer Free-to-Play-Gilde auf jeden Fall. So sieht das schon mal aus. Keiner dabei, der hier eine akkurate Charakterbeschreibung angegeben hat, deswegen können wir hier leider auch nicht weiter irgendwelche Hinweise draus ziehen. Guck mal, kommen gleich hier ein paar nach. Ja, das ist ja nice. So, knüppeln wir gleich mal die Alu durch. Übrigens, was ich sehr nice finde, ist, bei den ganzen Server-Start-Dingern hat man ja jetzt hier diese Vorabregistrierung immer. Und das ist ja, glaube ich, so eine Art Zeitkapsel, wenn ich mich nicht täusche. Und hier haben wir jetzt quasi, als ob wir jetzt hier auf der neuen Welt sozusagen, in der neuen Welt angekommen sind. Wir sind jetzt aus der Zeitkapsel gerade rausgetreten und jetzt sind wir hier gerade gelandet und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die Stunde Null wieder, wo man jetzt hier gerade die neue Welt entdeckt und das ist dann mehr oder weniger wie so eine, als ob hier quasi die Taverne in so einer Zeitkapsel ist, ne? Also
ist auf jeden Fall eine blühende Fantasie, die ich habe, aber gar nicht so unrealistisch eigentlich, finde ich so. Ja, deswegen, wie gesagt, ich werde hier weiter nicht auf dem Server großartig spielen. Werde ihn nur mal für ein paar, ja, zum Gucken, zum Gucken auf jeden Fall mal. German? Yes. Ja, werde ich mal einfach schauen, was hier so abgeht nach der ersten Stunde, nach dem ersten Tag. W53 Serverstart. Vielleicht werden wir nochmal einen Blick riskieren nach ein bisschen vergangenen Tagen, nach ein bisschen vergangener Zeit. Ich weiß auch nicht, was hier großartig bei meinen YouTube-Kollegen abgeht. Ich weiß nicht, wir können mal gucken. Paul Terra, spielt der hier auf dem Server? Nope. Haben wir einen Hanrisle? Haben wir den hier? Yo, der ist da. Der macht wahrscheinlich wieder eine schöne Server-Rundschau hier. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Ist hier in der Gilde Frio Shio. Ja. Ach, du bist vom Xiu. Ja, okay, Grüße gehen raus. Habe ich auch schon ein paar Videos gesehen. Auch Shakes & Fidget, Streamer, YouTuber. Auch, ja, ist auf jeden Fall auf meine Bildschirmfläche gekommen durch den Song, irgendwie den er mit Hanrise oder so aufnehmen wollte. Ja, also wenn da was zustande kommen würde, würde ich natürlich auch sehr hart feiern, wenn das Ganze hier in Shakes & Fidget ein bisschen in die musikalische Richtung abdriftet. Ja, da kann ich nur nochmal auf die Vergangenheit hinweisen mit diversen Shakes & Fidget Diss-Tracks. Ja, gut. Nice. Ja, die Gilde ist am Start hier. Ja. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. So. Jetzt geht's nämlich ab hier. Ja, jetzt wird hier W53 komplett auseinander eskaliert hier. Oh, nice. Wir haben hier ein Extra gefunden, obwohl wir noch gar nicht das gewisse Level dafür vorzeigen können. So, machen wir mal einen schönen Glass Cannon Krieger, würde ich sagen, ne? Und, ja. Einfach mal so ein bisschen just for fun, ein bisschen zocken hier, ne? Was hier so geht, wie gesagt, ist einfach nur das kompletter Bullshit, was ich hier mache. Bitte nehmt euch da überhaupt gar kein Beispiel dran. Aber ich find's ganz lustig, so ein bisschen am ersten, beziehungsweise heute ist ja jetzt gerade eben vor ein paar Minuten der zweite Tag angebrochen, so ein bisschen reinzutrollen hier einfach. Und ja, stimmt, hier blinkt die ganze Zeit die Post. Wir haben hier diese ganzen Sachen, die man nicht mehr löschen kann hier durch das, ja, weiß ich nicht, weil irgendwie die Sachen angepinnt werden, neuerdings für wichtige Sachen. Und ja, das natürlich, ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man die dann eher wegklicken kann, aber gut, kann man nichts machen. Steckt man nicht drin. Wird hier noch irgendwas geschrieben? Nee, leider nicht. Schade. Ja, nicht die aktivste Gilde, der ich hier gejoint bin, aber wir haben ja auch die erstbeste Gilde hier rausgenommen von dem Server hier. Und ja, mal gucken, vielleicht finden wir sogar noch einen Dungeon Key. Das wäre natürlich ganz nice. Wir starten ja auch immer mit 100 Treibsanduhren direkt zum Serverstart. Das ist natürlich auch... guck mal hier. Ja, schau mal, sieh mal einer, guck hier. Ne? Jetzt werden die Dungeons geklöppelt mit 21 Pilzen. Da sehe ich mich drin. Aber wir sind ja auch Free-to-Play hier unterwegs. So, let's go. Ab geht er, das Gespenst. Ja, perfekt. Haben wir verloren. Ja, da müssen wir investieren. Ins Glücksrad. Oh, wieder 3 Pilze rausbekommen hier. Ja, das ist worth auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Bisschen mehr Skilly-Milly. Und, ja, perfekt. Läuft überhaupt nicht. Suchen wir mal eine Waffe. Oh ja, Ausdauer und nur Schaden. 10 Gold brauchen wir. Das ist ja so gut wie unmöglich, das zu bekommen. Nee, ich blätter nicht. Nee, das ist mir zu riskant. Da farmen wir uns lieber, boom, hoch. Nehmen die Waffe mit und jetzt wird der Dungeon gekloppt hier. Zack. First Try, ja, nämlich so. Einfach so, 121 Leben. Okay, der auch down. 4 Pilze nur noch, T minus 4 Pilze. Gibt man lieber für Alu aus. Aber ich glaube, bevor das Ganze hier irgendwelche komischen Ausmaße annimmt, von denen ich mir noch nicht ganz bewusst bin, welche das sein sollen, machen wir mal lieber ein Schild. Okay, oh, jetzt wird aber nochmal ganz hart reingetrackt. Okay, perfekt. Ja, mein Pilzkonto ist leider aufgebraucht.
Und ja, da unsere Gilde hier auch leider nicht weiter mit mir kommunizieren will, sehe ich jetzt hier auch keinen weiteren Anlass. Ach, die Gabi hier auch am Start. Ja, Grüße gehen raus, ja, an die Gabi. Spielt hier auch. Gabi, wo spielst du denn auf W53? Okay, ja, das ist lost. Vitam, ja, hier auch hallo an der Stelle. Ja, nee, ich bin raus, wir lassen das. W53, gelungener Serverstart von meiner Seite aus. Und ich bin gespannt, was hier noch gehen wird auf dem Server, wer hier noch alles vertreten sein wird, welche Projekte hier noch am Start sind. Stimmt, wir gucken noch, ich hatte noch überlegt, welche YouTuber kann man hier noch... Ah, guck mal hier, Warning, this is an experiment, only Constitution. Ja, ist live hier an On-Days ist er on, ja. In der Gilde Teddybears, okay, gucken. Community-Gilde, dann haben wir noch die Community-Gilde von Mo und Mika und Derafin ist hier sogar auch am Start, ja, sehr cool, sehr cool. Spielen die hier alle irgendwelche Projektchars oder was? Derafin wieder richtig tryhard hier unterwegs. Nee, doch nicht. Ein Ausdauerkundschafter. Nice. Und hier haben wir einen Ausdauermagier. Okay, das ist ja auch sehr interessant. Und hier bei Mika irgendwas, ja, auch Ausdauer-Druide. Okay, ja. Also der Druide wird ja noch einigermaßen laufen, weil kann sich ja eine Bärenmaske aufsetzen, ist einigermaßen viable. Aber ja, will man natürlich auch nicht spielen. Das ist mal ganz interessant zu sehen. Mal gucken, was da in Zukunft so bei rumkommt. Am interessantesten finde ich den Ausdauer-Magier, zumal weil ich halt auch selbst ein Magier bin. Und ja, weil der Magier halt am wenigsten von dem ganzen Leben profitiert, so, ne? Deswegen, ja, mal schauen, mal gucken, was da so abgeht. Das ist vielleicht ganz interessant hier. Ja, hier haben wir einen One-Hit-Wonder. Ist ja auch eine Glass Cannon oder was? Ja, mehr oder weniger. Naja, gut. Auf jeden Fall, Grüße gehen auch raus an die Gilde, generell an den ganzen Server, W53. Und bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Einfach Brazers zuerst ins Auge gekommen, Alter. Oh nee.